Heute werde ich anhand eines Fragebogens die Kriminalität in Polen bewerten. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ein paar Worte zu mir selbst. Mein Name ist Christoph und ich bin vor einiger Zeit von Deutschland nach Polen ausgewandert. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Polen. Und falls du dich auch für das Thema Polen interessierst oder vielleicht grundsätzlich einfach nur ein bisschen Unterhaltung suchst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade und würdest meine Arbeit wirklich sehr damit unterstützen. Vielen lieben Dank dafür. Kommen wir jetzt auch schon zum Thema. Vor einer gewissen Zeit habe ich mal ein Video zum Thema Kriminalität in Polen gemacht und da habe ich einfach mal so darüber gesprochen, auch ein bisschen meine eigene Meinung dazu gegeben, wie die Kriminalität in Polen ist und wie andere Leute die Kriminalität in Polen einschätzen. Heute werde ich mich mal selber den Fragebogen stellen und mal die Kriminalität in Polen bzw. in der Stadt, wo ich wohne, ruhig selber beantworten und da nehme ich euch einfach mal dazu selber mit. So, dann würde ich sagen, dann fangen wir auch schon an. Hier die Seite Numbeo, die kennt ihr schon aus dem letzten Video, packe ich euch dann später auch nochmal in den Kommentaren rein, falls ihr selber in Polen wohnt und vielleicht auch mal die Kriminalität hier in Polen bewerten möchtet, könnt ihr das sehr gerne machen. Aber fangen wir jetzt einfach mal an. Wie empfinden Sie das Kriminalitätsniveau? Sehr ernst, relativ ernst, neutral, eher gering, sehr gering? Weiß nicht. Also ich persönlich würde das jetzt hier sehr gering, das allgemeine Kriminalitätsniveau einstufen. Ich habe hier noch nie irgendetwas Schlimmes, Negatives miterlebt, aber ansonsten würde ich das jetzt eigentlich, das Kriminalitätsniveau hier sehr niedrig, sehr gering einstufen. Hat in den vergangenen 3 Jahren das Kriminalitätsniveau in Ihrer Umgebung zugenommen, abgenommen oder ist es stagniert? Das ist jetzt meiner Meinung nach ein bisschen schwierig zu beantworten, aus dem Grund, weil ich hier überhaupt gar keine Kriminalität persönlich hier irgendwie erlebt habe. Deswegen, es ist nicht gestiegen, abgenommen würde ich jetzt auch nicht sagen, hat es nicht, weil ich hier nichts davon mitbekommen habe, ist in etwa gleich geblieben. Ich würde jetzt sagen, ist in etwa gleich geblieben. Es wird wahrscheinlich sich dann hier auf die erste Frage beziehen. Okay, lassen wir einfach mal, ist in etwa gleich geblieben, weil ich auch in den letzten 3 Jahren hier nichts Negatives erlebt habe. Obwohl einmal muss ich sagen, echt zugeben, hat mein Nachbar vor 2 Jahren zu Weihnachten mir erzählt oder uns erzählt, dass sein Weihnachtskranz von der Tür geklaut wurde. Also der wohnt 1 oder 2 Etagen über mir. Ja, da ist ein Diebstahl passiert. Ja, also der Weihnachtskranz wurde von der Tür draußen geklaut. Ich lasse es trotzdem mal, dass das Kriminalitätsniveau hier sehr gering ist und sehe das jetzt hier nicht als irgendeinen großen Diebstahl. Wie sicher fühlen Sie sich, wenn Sie tagsüber alleine durch die Stadt gehen? Ganz klar, sehr sicher, kann ich hier auf jeden Fall so bewerten. Ich hatte hier noch nie Probleme, wenn ich tagsüber rausgehe. Man sieht hier manchmal Jugendliche, nenne ich jetzt einfach mal jugendliche Gruppen irgendwie, aber die sind sehr harmlos, die sitzen da. Also wirklich auch mit Frau oder wenn ich auch mit Kind bin oder so. Mein Kind geht an denen vorbei. Nie Probleme gab, wirklich. Ne? Also die lächeln eigentlich immer zu meiner Tochter. Deswegen, also da bin ich sehr sicher. Wie sicher fühlen Sie sich, wenn Sie nachts allein durch die Stadt gehen? Auch hier kann ich das sehr sicher beantworten. Ich muss jetzt auch sagen, bei nachts definiere ich jetzt, wenn es dunkel ist. Also im Winter ist es hier auch schon um 17, 18 Uhr dunkler, beziehungsweise auch schon dunkel. Und das ist dann natürlich dann auch die Zeit, die ich dann hier so bewerte, weil ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwie um 12 Uhr oder 1 Uhr in der Nacht rausgeht. Deswegen bewerte ich jetzt hier einfach mal, sobald es dunkel ist, definiere ich jetzt einfach mal das Wort nachts. Und auch wenn es dunkel ist, kann ich hier rausgehen. Ich persönlich kann hier rausgehen. Ich war hier auch schon, wenn es dunkel war, mit meiner Tochter draußen, mit meiner Frau draußen. Ich fühle mich hier sehr sicher. Wie groß ist die Angst vor Einbrüche in Ihrem Haus mit Diebstahl? Also da bin ich auch völlig unbesorgt. Ich habe keine Angst, dass jemand bei mir zu Hause einbricht und mir etwas wegklaut oder stiehlt hier oder überhaupt einen Einbruch versucht bei mir vornimmt, weil ich sagen muss, in Deutschland
wurde schon zweimal bei mir eingebrochen, also wo ich in Deutschland gewohnt habe, wurde zweimal bei mir eingebrochen. Hier muss ich aber auch sagen, dass mir aufgefallen ist, dass die älteren Menschen, die ältere Generation hier schon sehr besorgt ist vor Einbrüchen und Diebstahlen, was wahrscheinlich auch mit deren Vergangenheit zu tun hat. Das ist aber etwas, was ich natürlich jetzt aus eigener Erfahrung nicht bewerten kann, weil ich hier vor 30 Jahren in Polen nicht gelebt habe. Deswegen weiß ich das nicht. Ich bewerte natürlich jetzt die Zeit in der Zeit, wo ich hier gelebt habe. Und da kann ich sagen, völlig unbesorgt. Wie groß ist die Angst vor Diebstahl oder Raub? Also hier auch völlig unbesorgt. Völlig unbesorgt. Also hier kann ich sogar das eine oder andere dazu erzählen. In der alten Wohnung, die ich damals gemietet habe, hatte ich ein Fahrrad von der Firma Cube. Ich weiß nicht, Leute, die sich vielleicht mit Fahrrädern auskennen, wissen, dass Cube jetzt nicht zu dieser Gattung Fahrräder gehört, die man irgendwie für 100 oder 150 Euro irgendwie aus dem Edeka kauft oder so. Also Cube ist schon ein gutes Fahrrad und ich glaube, ich habe auch damals zu der Zeit um die, ich weiß das jetzt nicht ganz genau, 800 Euro bezahlt, was so roundabout jetzt, sage ich jetzt mal plus minus, ich weiß nicht, 3.500 Worte sind. Also das ist jetzt wirklich kein günstiges Fahrrad und es war ein Jahr wirklich im Hausflur, nicht abgeschlossen, gar nichts. Deswegen kann ich hier auch sagen, Diebstahl, Raub, völlig unbesorgt. Wie groß ist die Angst vor Autodiebstahl? Auch völlig unbesorgt. Auch dazu habe ich eine kleine Geschichte, das habe ich schon mal in dem ein oder anderen Video erzählt, dass ich einmal mein Autoschlüssel draußen in der Autotür stecken lassen habe über Nacht und mein Auto stand noch am nächsten Morgen ganz normal, wirklich unberührt, gar nichts. Und es war sogar so, dass es für einen Dieb eigentlich ein gefundenes Fressen hätte sein können, denn er hätte eigentlich nur die Schlüssel nehmen müssen, die Autotür aufmachen müssen und das Auto zünden, hätte er wegfahren können. Also wirklich problemlos. Deswegen, also ich kann hier wirklich sagen, Autodiebstahl meiner Meinung nach völlig unbesorgt. Wie groß ist die Angst vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto? Also ich würde vielleicht sagen zwischen ein wenig Angst und völlig unbesorgt. Aus dem Grund einfach, also ich gebe ganz ehrlich zu, ich würde jetzt kein Portemonnaie bei mir auf dem Autositz liegen lassen, weil das könnte natürlich dann noch so ein Anreiz für jemanden sein, einen Einbruch eventuell zu machen oder zu starten. Also Gelegenheiten können natürlich dann auch dafür sorgen, dass etwas passiert. Trotzdem habe ich ja auch schon ein paar Mal meine Sachen im Auto liegen lassen und es ist nichts passiert. Deswegen würde ich jetzt diesen Punkt zwischen ein wenig Angst und völlig unbesorgt bewerten, aber schon mehr zu völlig unbesorgt. So, nächste Frage. Wie groß ist die Angst vor körperlichen Angriffen durch Fremde? Also hier kann ich auch sagen, völlig unbesorgt. Ich habe hier noch nie irgendetwas der Art erlebt oder gehört, dass irgendjemand einfach so grundlos angegriffen wurde. Was man schon mal aus dem Bekanntenkreis mitbekommen hat, ist, wenn jemand zum Beispiel irgendwo betrunken durch die Gegend gelaufen ist und betrunken jemanden angepöbelt hat, dass er dann auf die Nase gekriegt hat, ist aber, denke ich, auch ganz normal. Ich würde das jetzt aber nicht Angst vor körperliche Angriffe durch Fremde nennen, denn man ist ja auch auf eine Art selber dafür verantwortlich, wenn man betrunken ist und jemanden anpöbelt. Auch wenn man nicht betrunken ist und jemanden anpöbelt, muss man natürlich damit rechnen, eine auf die Nase zu kriegen. Also ich habe hier wirklich keine Angst, dass ich hier irgendwie angegriffen werde. Wie groß ist die Angst vor Beleidigung oder Belästigung durch eine andere Person, ob auf der Straße oder an anderen Orten in der Öffentlichkeit? Völlig unbesorgt. In Polen wurde ich irgendwie noch nie in der Öffentlichkeit grundlos beleidigt. Das kann ich so nicht bestätigen. Wie groß ist die Angst vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlechts oder Religionen? Also hier, wie auch im letzten Video, bezeichnet das jetzt einfach mal als Rassismus oder Diskriminierung auf irgendeine Art und Weise. Und da kann ich hier auch, ich persönlich zumindest hier sagen, völlig unbesorgt, aber hier möchte ich auch einen ganz großen Cut machen zwischen dem echten Leben und dem Leben im Internet. Also ich muss hier ganz klar sagen, dass wenn ich jetzt aus dem Leben im Internet spreche, ich jetzt als zum Beispiel Schnufinski, da kann ich schon sagen, dass ich im Internet aufgrund meiner deutschen Herkunft schon beleidigt wurde, aber das sind dann halt diese Leute, die grundsätzlich ein Problem mit Deutschen haben. Du kannst wirklich der aller netteste Deutsche sein, du kannst machen, was du möchtest, du kannst wirklich der liebste Mensch auf der Welt sein und die haben einfach nur einen Hass auf dich, weil du aus Deutschland kommst. Diese Menschen gibt es im Internet. Ich weiß nicht, warum es die im Internet gibt und zumindest im echten Leben nicht. Das ist mir wirklich ein ganz großes Rätsel, weil wenn ich wirklich auf der Straße bin und mit Leuten spreche und die wissen, dass ich aus Deutschland
Deutschland komme, habe ich eigentlich mehr so die Erfahrung gemacht, dass die eigentlich, ja, ich will jetzt nicht sagen, die freuen sich, aber so die sind so ein bisschen vielleicht erstaunt und eigentlich so mehr interessiert, warum ich aus Deutschland nach Polen ausgewandert bin und hier in Polen lebe. Die haben eigentlich mehr so ein Interesse daran, es zu hören, und man spürt da wirklich kein bisschen Rassismus oder sonst irgendetwas. Also das jetzt erstmal nur so zum Thema Rassismus aufgrund von meiner Herkunft. Also da sage ich völlig unbesorgt. Wie problematisch ist Drogenkonsum und Handel? Überhaupt nicht problematisch. Habe ich hier noch nie mitbekommen, habe ich hier noch nie gesehen. In Deutschland ist das anders. Das habe ich aber auch schon im letzten Video erzählt, dass man da schon mal auch einen Junkie mit einem Spritz in der Arm auf der Straße sieht. Zumindest wenn man jetzt irgendwo in Dortmund an der zum Beispiel Bornstraße ist oder irgendwo an der Nordstadt. Dann, zumindest war es früher so, ist das Alltag. Hier in Polen habe ich sowas noch nie gesehen. Ich habe hier noch nie selbst Jugendliche gesehen, die mal einen Joint rauchen oder so, habe ich hier noch nie mitbekommen. Also selbst Alkoholkonsum, also klar, man sieht hier Leute, die Alkohol trinken, aber auch wesentlich weniger wie in Deutschland, weil zu einem hier auch der öffentliche Alkoholkonsum in Polen verboten ist. Also man kann gerne in den Biergarten gehen, aber so dieser typische Drogenkonsum, dass da jemand irgendwie, ich weiß nicht, eine Spritze, sich irgendetwas spritzt oder irgendwie einen Joint raucht oder so, habe ich hier noch nie gesehen, deswegen überhaupt nicht problematisch. Wie problematisch sind Eigentumsdelikte, zum Beispiel Vandalismus und Diebstahl? Hier vielleicht, wenn es jetzt um Sprühereien geht, relativ problematisch, nicht besonders problematisch. Ich weiß jetzt nicht, also überhaupt nicht problematisch würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde jetzt sagen, relativ problematisch, weil Sprühereien kriegt man hier schon mit, dass hier an Wände gesprüht wird. Es hält sich aber noch in Grenzen, ist so zumindest mein Eindruck. Deswegen, und das lasse ich jetzt mal unter Vandalismus, Diebstahl nicht, aber Vandalismus auf jeden Fall relativ problematisch. Ja, ich lasse das einfach mal so. Wie problematisch sind Gewaltdelikte, zum Beispiel bewaffnete Überfälle? Überhaupt nicht problematisch, habe ich hier noch nie was mitbekommen. Man kriegt hier schon mal wieder so das ein oder andere mit im Fernsehen, also das habe ich jetzt auch nur von Bekannten gehört, weil ich selber kein Fernsehen gucke, dass hier zum Beispiel Gangs sich hier schon breit machen in Polen, ukrainische kriminelle Gangs und aus, wie sagt man das jetzt auf Deutsch, Georgien? Grusien, ich weiß nicht, sagt man Grusien oder Georgien? Georgien sagt man, glaube ich, ne? Georgische Gangs sich hier in Polen breit machen. Genau, das soll hier wohl anscheinend anfangen. Ich persönlich habe das noch nie irgendwie miterlebt oder sonst irgendwie, was ja zum Beispiel in Deutschland anders ist. Wenn man sich da zum Beispiel jetzt die arabischen Clans anschaut, ne, dann ist das ja schon eine ganz andere Geschichte. Hier würde ich das jetzt aber noch überhaupt nicht problematisch sehen. Wie problematisch sind Korruption und Bestechung? Relativ problematisch, das kann ich hier auf jeden Fall so bestätigen, zumindest wenn man jetzt hier zum Beispiel zum Arzt geht oder sonst irgendetwas, sowas wie Schmiergeld. Ist jetzt, sage ich mal, auch so ein Alltagsproblem, zumindest habe ich hier auch schon die Erfahrung damit gemacht. Ich habe im anderen Video auch schon das eine oder andere darüber erzählt. Schaut euch einfach mal das andere Video da an, wo ich darüber spreche, packe ich euch später in den Kommentaren rein, dann könnt ihr das auch mal euch anhören und euch mal selber eure Meinung dazu bilden. So, ich mache jetzt hier mal auf Finish, weil das ist hier auch, glaube ich, alles, was ich hier zu diesem Thema sagen kann. Dann machen wir mal Finish und genau, dann ist jetzt hier die gesamte Auswertung. So, das war es dann auch, glaube ich, soweit mit der Auswertung. Genau, da habt ihr jetzt meine Bewertung gesehen. Eure Bewertung zu diesem Thema würde mich mal wirklich sehr interessieren. Dann könnt ihr mir das auch mal sehr, sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren hinterlassen und vielleicht auch mal selber bewerten. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass ich persönlich Polen als sehr sicher empfinde. Wie ihr selber gesehen habt, hatte ich hier wirklich noch nie irgendwelche Probleme in Polen gehabt. Ich hoffe, dass es auch weiterhin so wird und auch so bleibt. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, über die ihr mal gerne mit mir sprechen möchtet oder vielleicht auch einen Videovorschlag habt, könnt ihr euch auch sehr gerne mit mir in Verbindung setzen, über Instagram zum Beispiel. Mein Instagram-Name müsst ihr jetzt hier oben aufleuchten oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben. Meine E-Mail-Kontaktdaten findet ihr auf Instagram oder auf der YouTube-Startseite. Da müsst ihr mal schauen, dann findet ihr zumindest einer meiner E-Mail-Adressen. Dann könnt ihr mich auch sehr gerne anschreiben und ja, dann können wir uns vielleicht auch mal ein bisschen austauschen. Nur manchmal vielleicht ein bisschen Geduld mit den Antworten haben, weil ich habe auch persönlich und privat auch sehr viel zu tun und ich check nicht immer jeden Tag meine E-Mails, muss ich auch ganz klar zugeben, aber trotzdem freue ich mich über jede E-Mail, die ankommt. An dieser Stelle danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!